vor 10 Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier wäre. Ich sage, ich will reisen. Und da musst du nach Kolumbien kommen, da ist dann Frieden und da so quasi, da bricht das Paradies aus. Ja. Und mich haben die Menschen hier fasziniert. Ja, liebe Zuschauer, heute sind wir bei Daniel eingeladen. Daniel, ein Rentner, der hier ein Leben führt, das er sich in der Schweiz nicht leisten könnte. Das müsst ihr unbedingt sehen. Daniel ist sowieso eine ganz besondere, interessante Person. Also bleibt dran, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, damit ihr nicht verpasst. Los geht's! Ja, hallo Daniel. Ja, Roger. Zuerst einmal vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, Ja, freut unseren mich. Zuschauern Natürlich, da etwas über dich zu erzählen. Du bist ja Rentner hier in Genau. Kolumbien, ausgewandert, ursprünglich Richtig. Schweizer, viel in Deutschland gewesen in deiner beruflichen Karriere. Erzähl doch mal ganz kurz unseren Zuschauern, wer bist du? Also, ich bin in der Schweiz geboren, aufgewachsen, wusste schon sehr früh, ich will zum Theater. Und dann bin ich nach Hamburg auf die Schauspielschule und dann ins Theaterengagement und bin in Österreich gewesen, an verschiedenen Theatern in Deutschland, 18 Jahre. Und dann hatte ich plötzlich die Nase voll vom Theater und bin wieder zurück in die Schweiz und habe dann in der Schweizerischen Blindenbibliothek gearbeitet, 14 Jahre, als Aufnahmeleiter und Sprecher und Leiter der Hörbuchproduktion. Bin dann auch ungeplant zurückgekommen ans Theater in München. Wunderbar. Jetzt, was sicher ein bisschen überraschend ist, was machst du jetzt in Kolumbien? Ja, also vor 10 Jahren hätte ich auch nicht gedacht, dass ich hier wäre. Ich hatte schon, als ich in München war, habe ich eine kleine Ferienwohnung mir gekauft in Kroatien am Meer, sehr schöner Ort, und habe dann gedacht, naja, bist du pensioniert, lebst du halbe Zeit in Kroatien am Meer und in München. Aber es ist dann auch wieder alles ganz anders gekommen. Am Schluss blieb mir nur noch diese Ferienwohnung in Kroatien und ich wusste, ja, also das ist so ein Ferienort, da ist so ein paar Monate im Jahr ist da Rambazamba und dann ist tote Hose, Ja. Friedhof. Also da kann man auch nicht das ganze Jahr leben und habe dann mir gedacht, ich muss noch was anderes finden. Wusste nicht was und wie. Und es hat sich dann aber ergeben, weil das wollte ich auch immer mal, dass ich sage, ich will reisen. Und dann habe ich eine erste Lateinamerika-Reise gemacht, 4 Monate lang. Bin dann auch auf dieser Reise nach Kolumbien gekommen, Peru, Kuba, Mexiko, wieder zurück. Hatte hier eine Frau kennengelernt, ganz kurz, und wir waren dann in Kontakt über Facebook. Und ich habe mich dann gefragt, ja, wo gehst du nächstes Jahr hin? Vielleicht nach Asien, Thailand und so weiter. Und dann hat die mir gesagt, ja, du warst in Kolumbien und warst aber nicht in Medellin. Und wenn du Medellin nicht gesehen hast, dann hast du Kolumbien nicht gesehen. Und ich habe da gedacht, naja, okay, na gut, warum nicht? Und bin dann 2017 wieder hierher gekommen. Ja, jetzt Kolumbien, da hört man ja immer, ja, was fällt einem dazu ein, ist meistens Drogen, Kokain, kriminell. Ja, was hattest du für ein Vorurteil gegenüber Kolumbien und inwiefern musstest du das dann wieder korrigieren für dich? Also ich hatte eigentlich kein großes Vorurteil. Doch, ich hatte vielleicht, also ich habe gehört natürlich, dass Uribe hier so autokratisch regiert hat, dass es natürlich die Probleme gab mit der Guerilla, dass die aber, und das war das Lustige, auf der ersten Lateinamerika-Reise habe ich in Kuba einen jungen Studenten kennengelernt, der hat mich in Havanna in eine Fabrik eingeladen, ein Kulturzentrum. Und in diesem Kulturzentrum ging es zu wie bei uns in den 60er Jahren. Mit Popmusik, mit Popart. Da habe ich gesagt, das ist eine total andere Welt als das, was ich sonst in Kuba, in Havanna erlebe. Und dort gab es so eine Raucherecke und da habe ich noch geraucht, bin dorthin und komme mit einem jungen Kolumbianer ins Gespräch. Und stellt sich raus, der ist Mitglied der FARC.
und erzählte, ja, ich bin hier bei diesen Sitzungen zu diesem Friedensprozess, diesen Friedensverhandlungen, die damals stattgefunden haben. Und der hat gesagt, ja, und jetzt sind wir nah dran, jetzt gibt's Frieden. Und wenn du nächstes Jahr, das wäre dann eben 2017, da musst du nach Kolumbien kommen, da ist dann Frieden und da so quasi, da bricht das Paradies aus. Ja. Und das war dann auch so ein Anlass, da habe ich gesagt, naja, schau dir das doch mal genauer an. Und mich haben die Menschen hier fasziniert. Diese Vielfalt von Rassen, wenn man das heute noch sagen darf. Ja. Hier darf man das noch sagen. Ja. Aber eben diese Volksgruppen, diese Mischung von Schwarz bis Weiß und alles, was es dazwischen gibt, auch asiatische Einschläge, Indio-Einschläge, das hat mich hier in diesem Land wahnsinnig fasziniert auf der ersten Reise. Das hatte ich in den anderen Ländern nicht so empfunden. Ja. Und darum wegen der Menschen bin ich eigentlich wieder gekommen. Und jetzt lebst du ja seit 2017 etwa hier und bist ja eigentlich jetzt pensioniert. Und ich glaube, sehr viele Leute in Deutschland oder auch in der Schweiz überlegen sich, ja, was mache ich in der Schweiz, wenn ich Rentner bin? Was habe ich da für Aktivitäten? Was habe ich auch für finanzielle Möglichkeiten? Ich glaube, das ist für viele ein großes Thema. Klar. Und ja, weil mit der Rente auszukommen ist dann nochmal ein anderes Thema. Und man sieht ja auch in Deutschland, das hat mich sehr berührt, da ältere Leute Flaschen sammeln. Das finde ich sehr traurig für ein Land wie Deutschland. Und jetzt weiß ich von dir natürlich, du bist jetzt der aktivste Rentner, den ich kenne, was du alles da unternimmst und machst. Erzähl mal, wie ist das Rentnerleben hier in Medellin, in Kolumbien für dich? Also für mich ist es hier das Paradies. Jetzt das, was der andere mir gesagt hat, das Paradies. Ich habe mir das Paradies eigentlich geschaffen. Das muss man sich ja selber schaffen. Und ich habe es gerade vor 2 Tagen war mein Gitarrenlehrer hier und er hat auch gesagt, du hast ja hier alles, das ist ja traumhaft. Und ich habe gesagt, ja Joel, es ist jetzt auf meine sogenannten alten Tage, kommt alles irgendwie zusammen. Das ist wieder, als würde die Saat aufgehen und es würde alles blühen. Also ich gehe ja morgen früh mit meiner Frau hier 5 Minuten von hier gehen wir in die Wassergymnastik. So fängt meistens der Tag an. Außer dann, ich habe mal keinen Bock, dann sage ich gehe es nicht. Ne? Was zahlst du jetzt da, wenn du in die Wassergymnastik gehst? Also das ist so, wir haben ein Monatsabo, das kostet jetzt 250.000 Peso. Das sind etwa 45 Euro. Genau. Da kann ich aber jeden Tag hingehen. Und das ist geführte Wassergymnastik? Das ist geführte Wassergymnastik. Das ist ein Instruktor oder Trainer, der macht da Übungen. Die Übungen sind eine Woche, ist das Programm immer gleich und dann wechselt es wieder. Jetzt weiß ich, glaube ich, du hast dich auch schon informiert, was das etwa in Deutschland so etwa kosten würde. Was es in Deutschland kosten würde, ich habe jetzt die Zahlen nicht, also es würde ungefähr das 5- bis 6-fache kosten. Genau. Wobei du dann, du könntest nicht so viel mal gehen. Ja, genau. Ich glaube, da hast du... Ich glaube, 45 Euro einen Monat lang in die Wassergymnastik. Nein, ich glaube, das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Jetzt, das ist ja nur, so fängt ja dein Tag erst an. Genau. Also heute war das zum Beispiel so und dann ist um 10 Uhr hat's geklingelt und da kam meine Physiotherapeutin. Ich habe Knieprobleme, muss meine Knie operieren lassen, Arthrose. Und jetzt bereiten wir uns auf diese Operation vor. Die kommt dann, machen wir auch unsere Kräftigungsübungen. Die kommt dann und verlangt 50.000 Peso. Das sind rund etwa 12 Euro, vielleicht 11 ja, 12 Euro. Jawohl. Also genau, du das zahlst, ist eine Stunde. Das ist eine Stunde, eine volle. Ich habe geguckt, in Deutschland wären so 45 Minuten, zahlst du gute 100 Euro. Ja, Wahnsinn, diese Preise. Und Ja, das sind alles professionelle. Die hat eine professionelle Ausbildung als Physiotherapeutin und arbeitet frei. Sie hat, glaube ich, irgendwo in einer Institution hat sie noch so ein festes Pensum und den Rest hat sie halt ihre Kundinnen und Kunden und fährt dann mit dem Taxi vor und diesen Job bringt. Genau. Dann habe ich etwas Ähnliches, ist eine Personaltrainerin, die in einem Fitnessstudio arbeitet. Das ist die studiert Sport und ist noch Sportlerin, die spielt
Ultimate Frisbee. Das ist so ein Frisbee-Spiel, das so eine Art Rugby-Regeln hat, aber ohne Körperkontakt. Okay, ja. Aber es ist ja Mannschaftssport mit der Frisbee-Scheibe. Und dann wie oft gehst du dann ins Fitnessstudio? Also ins Fitnessstudio, ich bin einmal eine Zeit lang 2-mal in der Woche gegangen. Dann habe ich aber ganz aufgehört, weil ich sagte, jetzt mache ich nur noch so Sportsalz und so. Ich mache mal eine Pause und bin jetzt aber wieder, gehe ich einmal in der Woche zu ihr. Zahlst du da auch eine Monatsgebühr? Oder Nee, zahlst du ich mache es dann so, ich zahle ihr auch pro Mal zahle ich ihr 50 Peso. 50.000 Peso Also pro Mal. 50.000 Peso. Also ich gebe ihr das gleich in die Hand und zahle das nicht. Mit der Instruktorin zusammen. Mit Instruktorin und das Studio dort und sie rechnet mit dem Studio ab. Weil Also das ist das Studio des Clubs, Ja, bei okay. dem sie spielt. Also praktisch Eintritt plus persönliche Betreuung, ja. etwa auch wieder 12 Euro. Das ist eine Einzelstunde, nicht? Ja, eine das Einzelstunde. Arbeite mit mir 55 Minuten. Super, Ja. Genau. Weiß ich, du hast ja auch noch eine musikalische Ader, du bist sowieso der Künstler, die sowieso versiert. Ja, also ich habe immer so ein bisschen für mich Gitarre gespielt. Ich habe nie vor anderen Leuten, immer nur für mich zum Spaß so gespielt. Aber dann irgendwann habe ich gedacht, es wäre doch schön, da ein bisschen Stunden zu nehmen. Sehe an einem Baum so eine Anzeige, hat einer ein Blatt angeklebt, dass es Stunden gibt. Und den habe ich angerufen und das ist ein junger Gitarrist, der ist dann gekommen. Der hat auch 50, das ist so ein Standard-Honorar, hat der verlangt. Und 50.000 Peso. 50, also wieder ja, etwa 50.000. Ja. Ja. Und dann habe ich fast ein Jahr oder über ein Jahr mit dem gearbeitet und habe dann über eine andere Sache, wo ich einen Workshop gemacht habe im Wandmalerei und Sprayen in einem Kulturzentrum hier, eine Gitarrengruppe kennengelernt mit einem erfahrenen Gitarrenlehrer und Musiktherapeuten. Und dann habe ich mich dieser Gruppe angeschlossen und der Mann hat mich einfach dann mehr überzeugt und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt will ich mit dem Privatstunden haben. Jetzt kommt der und Er kommt zu dir nach Hause. er kommt zu mir nach Hause, immer am Mittwochvormittag kommt er, wir machen eine Stunde Musik zusammen und dann kommt am Dienstagabend ein Grüppchen. Da habe ich dann gesagt, ja, wir könnten doch so die Fortgeschrittenen könnten doch zusammen ein bisschen musizieren und dann, die kommen dann hierher, wir sind dann zu 5 und wir spielen einfach lateinamerikanische Lieder und singen. Wahnsinn. Und da zahlen wir ihm natürlich auch etwas, aber da zahlst du zum Beispiel, das ist dann läppisch für 2 Stunden 20.000 Peso. 20.000 Peso, das sind umgerechnet etwa 5 Euro, Ja. 4,50 Euro, 5 Euro. Ja. Also es ist ja wirklich, ich meine, eine Privatstunde Gitarrenunterricht, also das kostet ja in Deutschland oder in der Schweiz. Ja, das hat da ungefähr 80. Vor allen Dingen, wenn er zu dir nach Hause kommt. Nicht? Ja, Das ist genau. ja der Unterschied noch. Ja. Ich muss ja nirgends hin, die Leute kommen alle hier zu mir nach Hause. Ne? Wahnsinn. Ja, das ist schon toll. Nein, es ist fantastisch. Genau. Und morgen ist jetzt zum Beispiel Samstag, da gehe ich ins Malstudio. Da habe ich auch, also das hat sich alles so ganz, am Anfang war nur die Wassergymnastik. Dann kam dieses Malstudio, weil ich habe mein Leben lang mit der Sprache gearbeitet und habe gedacht, so, jetzt möchte ich mal was mit den Händen machen. Ich möchte was Bildliches machen. Weil wenn du nur sprichst, du siehst nichts. Ne? Das Verhalten Das ist heiße Luft. Ne? Ja. Und dann bin ich mit dem Fahrrad vorbeigefahren und sehe da oben so ein Schild, Malen für alle, eine Telefonnummer, so, das rufe ich mal an, ne? Da habe ich mich mit dem unterhalten, ja, wir machen so 2-3 Mal in der Woche, ist hier ein Studio und so. Wo wohnst du denn? Ja, ich wohne hier. Ja, das ist ja gleich in der Nähe. Sag ich, ja, ich weiß, ja, hast du Zeit? Sage ich, ja, komm doch vorbei, dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Und das ist ein professioneller Maler. Also einer, der hat studiert, der war 6 Jahre auf der Kunstakademie, der ist jetzt 60, der ist auch noch Lehrer in einer Schule. Am Nachmittag geht dann immer so um 11:30, geht er in eine Schule und unterrichtet dort Kunst. Und ist noch selber Kunstmaler und verkauft dann ab und zu etwas. Und gibt eben diese betreuten Malstunden.
Und was zahlst du jetzt? Zahlst du auch pro Mal, wo du gehst? Dann zahle ich jetzt monatsweise. Ja. Also für 2 Mal in der Woche zahle ich 300, jetzt sind es 380. Die Preise sind natürlich immer, Das sind immer etwa, ein bisschen gestiegen. Ja, 80 Euro. Ja. Das heißt Genau. 40 Euro pro Mal, wo du gehst. Und da ist das Material dann dabei oder musst du das Also also wenn ich eine Leinwand bestelle, das muss ich selber zahlen. Ja, aber die Farben, die sind dabei. Die muss ich auch, die kaufe ich selber, was ich brauche. Das ist einfach, dass ich dort sein kann, dass er korrigiert, dass er hilft. Und wie lange bist du dann dort? Das sind 4 Stunden. 4 Stunden. Ja, also das heißt, habe ich das so richtig verstanden? 2 mal 4 Stunden? Das sind 8 8 bis 9 Stunden, je nachdem wie der also Monat sind ja auch wieder etwa bei 10 Euro die Stunde, circa. Ja, also ja. Und 2 mal 4, 8 Stunden, etwa 80. Ja. Also ich habe geguckt, ein Freund von mir, der geht in der Schweiz in so ein Malstudio, da sind es nur 3 Stunden und der zahlt etwa 480 Franken. Wow. Also ich habe das mal so ausgerechnet, alle diese Aktivitäten, die ich hier unternehme, das ist so zwischen 4 bis 7 Mal teurer in Europa. Ja, und jetzt kann man sich natürlich auch ausrechnen, oder? Wenn du das in der Schweiz oder in Deutschland machen würdest, würdest du ein Vermögen zahlen. Und du bist aber so, bist du ja nicht permanent beschäftigt, bist voll aktiv, ob Sport, ob Kunst, ob Musik. Also ich könnte mir das alles in Europa nicht leisten. Ja. Jetzt vielleicht noch ganz kurz gefragt. Ich denke, viele Leute fragen sich, ja, ich möchte eigentlich auch gerne auswandern. Kannst du Kolumbien empfehlen? Für wen würdest du das empfehlen? Für wen würdest du das nicht empfehlen? Also ich denke, ich kann Kolumbien empfehlen. Ich denke, man muss einfach, es kommt, glaube ich, sehr darauf an, mit welcher Bereitschaft du hierher kommst. Und also wenn du, sagen wir mal, auf der Flucht bist von irgendwas und hierher flüchtet, funktioniert es vielleicht weniger gut, als wenn du irgendwie mit dir im Reinen bist und abgeschlossen und sagst, ich komme einfach mal hier rüber und will einfach mal schauen, was hier passiert. Ja. Dann funktioniert das, kann das, glaube ich, sehr gut sein. Ich denke auch, es ist gut, man schaut sich das am Anfang mal so an, kommt mal 6 Monate als Tourist her, wenn man die Zeit hat. Ja. Und schaut, wie behagt mir das, wie ist das, vielleicht reist man auch ein bisschen rum. Hast du verschiedene Gebiete angeschaut, bevor du dich entschieden hast, jetzt nach Medellin zu kommen? Ich habe im ersten Jahr, als ich die Lateinamerika-Reise gemacht habe, bin ich ein bisschen im Land gereist. Ja. Und dann bin ich ja hergekommen, weil ich jemanden kennengelernt habe und wir hatten Kontakt über Facebook. Und dann bin ich nach Medellin gekommen. Und irgendwie ganz schnell, und das ist wirklich irrational, hat mich dieser Ort fasziniert. Ich kann heute auch, ich wundere mich manchmal, warum und wieso. Und ich habe mich sehr schnell entschlossen, hier möchte ich sein. Ich habe dann Glück gehabt, ich habe meine jetzige Frau kennengelernt, auch durch einen sogenannten Zufall. Ich habe eine Wohnung gesucht und sie wollte ihre verkaufen. Ich habe dann nicht die Wohnung verkauft, aber später die Frau geheiratet. So kann es gehen. Ja, genau. Und jetzt bin ich dadurch hier zu einer großen Familie gekommen. Also meine Frau hat 10 Geschwister. Wow. Und dadurch habe ich natürlich, in der Schweiz habe ich eine ganz kleine Familie. Ich habe nur noch eine Nichte in der Schweiz. Und hier jetzt plötzlich eine große Familie. Ich glaube, das ist auch etwas in Kolumbien. Man kommt hier auch an. Wenn man eben ein bisschen die Sprache lernt, kann man hier auch ankommen. Anders wie vielleicht in asiatischen Ländern, wo das mit dem Integrieren relativ schwierig fällt. Das habe ich schon von vielen gehört in Asien, die einfach sagen, ja, ich bin und bleibe dort der Ausländer. Natürlich, auch wir bleiben Ausländer, aber trotzdem, eben wenn du sagst, ich habe wie eine Familie bekommen, dem entnehme ich, dass du dich auch sehr akzeptiert fühlst hier. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wir machen dann hier Familienfeste, wenn jemand Geburtstag hat, und diese Familie hat jeden Monat irgendeinen Geburtstag. Ne? Da gibt's dann hier Familienfest und so. Also ich bin hier wirklich, es ist wirklich toll. Ja. Ich glaube auch, jemanden kennenzulernen hier geht auch noch einfacher. Auf jeden Fall. Also ich bin hergekommen, da war ich 66, 67 Jahre alt.
Und wie gesagt, auf Wohnungssuche lerne ich diese Frau kennen und der habe ich gerade gefallen. Sie sagt immer, dieser Mann ist zu mir ins Haus gekommen, ich musste ihn nicht einmal suchen. Die Madonna hat ihn mir geschickt. Ne? Ja. Und jetzt hat sie. Und das war das Lustige. Wir haben so geredet. Und gesagt, ja, ich habe eine Freundin. Und sagt, ja, seien Sie vorsichtig mit den kolumbianischen Frauen. Und am Schluss, als wir das Gespräch geführt haben wegen der Wohnung, bevor ich dann in den Fahrstuhl bin, ist sie gekommen und sagt, und Herr Daniel, wenn das mit Ihrer Freundin nicht mehr klappt, dann erinnern Sie sich an mich und suchen Sie mich. Ja, ich will ja eigentlich nichts von der Frau, aber gut zu wissen. Ne? Aber ich glaube, das ist schon noch das Schöne hier. Ja, ja. Es geht noch auf eine natürliche Art und Weise. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, in Mitteleuropa, Zentraleuropa, man weiß ja fast nicht mehr, wie soll man eine Frau ansprechen. Ist man zu direkt, ist man dann, wird man schon schief angeschaut. Richtig. Darf ich dich jetzt schon fragen, was ist vielleicht, wenn du 3 Sachen sagen müsstest über Kolumbien, positive und 3 negative, was wären das für Punkte? Also positiv die Menschen, die Lebensfreude, die Möglichkeiten, die ich hier habe, die ich sonst, das habe ich ja vorher alles erzählt, nicht hätte in Europa. Und das Klima. Das sind die positiven Sachen. Die negativen Sachen sind manchmal, es ist hier schwierig ein bisschen, was mir sehr schwer fällt, das ist auch über meine Frau, dieses Misstrauen, das die Menschen manchmal haben, die Angst. Also man lässt niemanden ins Haus, man lädt niemanden ein, man weiß nicht und man kann niemandem trauen und so weiter. Also das fällt mir manchmal ein bisschen schwierig. Was mir schwierig fällt, ist manchmal der Verkehr, weil da gibt es Leute, die halten sich an absolut keine Regeln. Also als Fußgänger, ich habe kein Auto, ich bin Velofahrer und Fußgänger. Da musst du aufpassen, also dass du da heil über den Fußgängerstreifen kommst. Und hier in der Stadt würde ich sagen, was mir manchmal zu schaffen macht, ist die schlechte Luft. Ja, okay. So. Wunderbar. Daniel, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses tolle Interview und vielleicht gibt mal einen Teil 2, wenn die Leute das interessiert. Schreibt es in die Kommentare, Fragen, die ihr habt. Genau, ich bin auch gern bereit, so ein bisschen zu helfen und so meine Erfahrungen weiterzugeben. Was ich noch eben schätze bei den Dingen, die ich mache, ich bin überall der einzige Ausländer. Ja. In all diesen Gruppen. Und dadurch lerne ich natürlich viel über die Menschen hier kennen. Genau, das ist schön. Super. Vielen, vielen Dank. Daniel. Okay. Tutaina tuturuma, tutaina tuturumaina, tutaina tuturuma turuma.